Morgen, liebe Freunde. Wir sind auf dem Weg nach Amsterdam. Ihr fragt euch, wieso Amsterdam? Ich wurde immer wieder gefragt, ja, zu welchem Campingplatz geht ihr? Wo in Holland? Wo seid ihr denn da? Und ich habe immer gesagt, zwischen Den Haag und Amsterdam. Zwischen Den Haag und Amsterdam, Den Haag und Amsterdam. Und irgendwann habe ich das außerdem vermixt und habe dann gesagt, ja, bei Amsterdam. Von dem her, wir gehen jetzt nach Amsterdam. Welcome to Amsterdam! Angekommen in Amsterdam hatten wir die besondere Ehre, das Segelevent Sail 2025 beobachten zu können. Da sah man allerhand interessante Schiffe und unter anderem auch so ein Schmuckstück, so ein alter kleiner Dampfer. Ich sag's euch, ich war hin und weg. Aber uns zog es in einen anderen Hafen, wo die erste der Mutproben in diesem Video stattfand. So Leute, kaum in Amsterdam beginnt ein kleines Abenteuer. Und zwar gehen wir auf ein Schiff. Wir machen so eine Grachtenfahrt. Und als Kind konnte ich das, aber als Erwachsene oder als Teenager, besser gesagt, fing das an so mit Reiseübelkeit. Aber ja, ich bin gewappnet, aufgeregt und freue mich. Okay, Tickets? Showed them before? Yeah. Or you can also scan if you want to. Really? Yeah. I just need to check for illegal substances, I don't know. Okay, okay. Thank you. From the bucket, enjoy. Bucket, oh yeah, of course. Thank you. Ich sage euch, ich fühlte so eine Mischung aus Mut, Vertrauen, aber auch ziemlicher Nervosität. Es geht los mit dem großen Bei dieser Grachtenfahrt gab es allerhand zu sehen. Unter anderem diese interessante Pagode. Und wenn ihr denkt, wow, was ein schöner buddhistischer Tempel, es ist eigentlich ein Restaurant. Aber sieht schön aus, oder? Es gibt in Amsterdam auch viele schöne Kirchen, zum Beispiel diese Basilika St. Nikolaus. Und ich frage mich ja schon, ob der Nikolaus da seine Geschenke verpackt. Wer weiß. Geht echt gut bisher. Ja, so gesehen. Bei der Grachtenfahrt achten die Kapitäne darauf, an den Hotspots länger zu halten, damit man schön gucken und filmen kann. Zum Beispiel bei den berühmten 7 Brücken. Aber ich muss euch gestehen, die Highlights für mich waren einfach diese hübschen kleinen Häuschen und allgemein die Atmosphäre. Meine Damen und Herren und alles dazwischen, wir haben Stau und stockender Verkehr auf der Gracht 1. Jonas ist mir übrigens bei all diesen Mutproben und Dingen, die mir Angst machen, immer eine super große Stütze.
Leute, das Bootfahren war wirklich voll in Ordnung. Ich bin richtig, richtig happy und es war so schön und ruhig und du hast so diese hübschen Häuschen gesehen mit der Audioguide und ja, es war richtig, richtig cool. Und ich habe so richtig gemerkt, so viel richtig in dem Satz. Ich habe gemerkt, wenn dich etwas stört, wenn du Angst hast, wenn dich etwas frustriert, wenn du dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, das ist so kontraproduktiv. Weil wenn ich jetzt bei diesem Bootsfahren mich die ganze Zeit auf meinen Magen konzentriere, dann mache ich es ja eigentlich nur schlimmer, oder? Wenn mich irgendwie was nervt oder ich irgendwie Angst habe, ich konzentriere mich nur auf das ist richtig kontraproduktiv. Wenn du aber probierst dann, ja, die Zeit zu genießen, was mit Freunden zu machen, mit denen zu reden, rauszugucken. Ich glaube, das ist es. Das ist der Schlüssel. Der Fokus, da wo du deinen Fokus drauf setzt, das ist der Schlüssel. So, wir gehen jetzt weiter, wir gehen jetzt Poffertjes essen. Bei Pat's Poffertjes haben wir uns für Gouda Poffertjes und Nutella Poffertjes entschieden. Und wie die gemacht werden, habe ich euch selbst natürlich mitgefilmt. Willkommen also in Janine to Go's Kochstudio mit Pat, der erstmal liebevoll das Eisen mit einer fetthaltigen Substanz einstreicht. Anschließend kommt der geschmeidige Teig darauf und dann der heiß und lang ersehnte Gouda-Käse. Dann nochmals geschmeidiger Teig, um die goldene Substanz einzuschließen. Anschließend werden die Köstlichkeiten gewendet, damit sie ihre goldbraune Färbung erhalten. Und bereits jetzt ist das Auge mit. Nun werden die Poffertjes so richtig satisfying aufgespießt und erhalten ihre meisterliche Glasur mit flüssigem braunen Gold. Juhu, Nutella for life! Ich gebe zu, jetzt sieht es vielleicht nicht mehr ganz so appetitlich aus, aber wir machen zuerst den Taste-Test. Oh, gut zu wissen. Ja. Die ist schön heiß. Noch? Ah, eben doch. Aber gut. Top 1A. Nach der typisch holländischen Stärkung besuchten wir das Künstlerviertel Amsterdams. Wenn du ein Zeichen brauchst, mehr zu trainieren, hier ist es. Weil die Fundamente der Häuser langsam absacken, gibt es ja auch ein paar schiefe Häuser. Könnt ihr es sehen? Und was darf natürlich nicht in einem Holland-Vlog fehlen? Richtig, ein Käseparadies. Kleiner Fun-Fact, Leute, die Holländer zählen ja zu den größten Menschen da in Europa. Und wisst ihr, woran ich das merke? Und zwar sind die Spiegel unheimlich weit oben. Also ich bin jetzt auf den Zehenspitzen und ich sehe so ein Teil von mir. Nach all den vielen Eindrücken habe ich mich definitiv in diese Stadt verliebt. Es war ein richtig, richtig tolles Abenteuer. Und das nächste Abenteuer ließ auch nicht lange auf sich warten.
So Leute, Mutprobe Nummer 2 in diesen Ferien. Und zwar, seht ihr das? Wir haben hier ein Tandem und ich bin ewig nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich bin mal als Kind hingefallen und hatte so eine blöde Fahrradprüfung, wo das Fahrrad viel zu groß war. Und seitdem irgendwie wurde ich nicht mehr warm damit, habe ich immer Schiss bekommen. Ja, aber jetzt haben wir gesagt, nein, wir sind in Holland, da muss man Fahrrad fahren. Wir nehmen die Light-Version erstmal und fahren jetzt Tandem. Mal schauen, wie das so wird. Vielleicht könnt ihr es so ungefähr erahnen. Ich schaue die ganze Zeit so auf Jonas Rücken und der steuert und macht und tut und ich muss mich ihm einfach anpassen. Also Leute, nach einer anfänglichen Krise funktioniert es ganz gut. Man muss nur entspannt sein, immer entspannt sein. Wir haben es geschafft! Wuhu! Nach all der Aufregung mit dem Fahrradfahren dachte ich, es wird jetzt ruhiger, aber nein, falsch gedacht. Genau an diesem Tag und genau in diesem Ort fand gerade ein Truck-Event statt, wie ihr gleich unmissverständlich hören werdet. Nach all der Aufregung gönnten wir uns Bami Goreng und einen Fluffelkuchen. Yeah, Fluffy! Ich nehme die Größe. Ich bin ja bis zu diesem Tag noch nie Riesenrad gefahren und an dem Tag wollte ich es einfach wissen. Drum kommt hier, ja, eine halbe Mutprobe, weil ich trotzdem ein bisschen Schiss hatte. Yay! Hallo! Bedankt! Und hier, Leute, sieht man es mal wieder. Wenn man sich traut, hat man einfach den schönsten Ausblick. Genau wie sich das Riesenrad nun dem Boden zuneigt, neigt sich auch der Vlog dem Ende zu. Oh mein Gott, ich glaube, für diesen Witz muss ich echt verhaftet werden. Es ist so viel passiert und ich habe das Gefühl, ich bin dermaßen über mich hinausgewachsen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dabei zuzusehen. Vielleicht hat es euch auch inspiriert und ja, ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und fühlt euch gedrückt. Angekommen in Amsterdam. Oh nein, ich auch Amsterdam. Ich sage euch, das kriege ich nie wieder los. Genau wie Schriebelabeludel, Schlabbeldudel. Der heiße Käse, so heiß wie ihr, wenn ihr in den Spiegel schaut. Okay, sorry, das ist ein bisschen too much. Ihr wisst nicht, was ich für einen Spaß gerade dabei habe.
Hey, wer hier zählt, wie oft ich das Wort richtig benutze, bekommt ein Schokoladen-Emojis von mir. Ich glaube, das ist mein Lieblingswort. Hallo? Was passiert? Hallo.